Hallo liebe Freunde, ich sitze hier gerade auf der Dachterrasse und genieße den Sonnenuntergang. Ich zeige es euch mal kurz. So Freunde, ich dachte, ich nutze jetzt die Gelegenheit und sprich mal das Thema Kriminalität in Mexiko an, weil bevor ich nach Mexiko geflogen bin, haben einige gemeint, was Bro, du gehst nach Mexiko, oh, das ist ja sehr gefährlich, bitte pass auf und so weiter und so fort. Ist ja auch zum Teil berechtigt, allerdings darf man das jetzt nicht unbedingt auf ganz Mexiko beziehen, weil speziell jetzt hier in Playa del Carmen, Cancun und Tulum ist es, glaube ich, in Mexiko am ungefährlichsten. Es ist natürlich so, dass man bestimmte Situationen meiden sollte, weil ich habe jetzt neulich eine ältere Dame, eine Mexikanerin kennengelernt und die hat mich da zu diesem Thema auch ein bisschen aufgeklärt. Und zwar meinte sie, ich soll jetzt zum Beispiel vermeiden, nachts irgendwie betrunken aus der Bar rauszugehen und nach Hause zu laufen. Ich soll auch möglichst menschenleere oder dunkle Ecken meiden. Ist ja auch verständlich. Ich glaube daran, dass man zum falschen Zeitpunkt an einem falschen Ort immer kommen kann, auch in Deutschland. Frankfurt ist zum Beispiel laut Statistik die gefährlichste Stadt in Deutschland. Und ich denke, wenn man da auch irgendwie abends oder ja zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, da kann auch da was Schlimmes passieren. Und natürlich Tijuana zum Beispiel ist laut Statistik die gefährlichste Stadt weltweit. Das ist an der Grenze zwischen USA und Mexiko, im Norden Mexikos. Da soll es schon derbe abgehen, aber ich zum Beispiel habe auch nicht vor, nach Tijuana zu gehen. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, der nachts in Bars abhängt und sich betrinkt und dann im Dunkeln nach Hause läuft. Also, nee, das bin ich nicht. Generell ist Anpassungsfähigkeit sehr wichtig. Wenn ich in ein fremdes Land gehe, dann informiere ich mich immer vorher. Zum Beispiel Thailand gilt auch zum Beispiel als ungefährlich, aber auch in Thailand gibt es Ecken, die sehr gefährlich sind und die gemieden werden sollen. Und am besten, man informiert sich immer vorher und auch vor Ort und versucht dann solche Situationen bzw. solche Ratschläge von den Einheimischen mitzunehmen und ja, solche Situationen einfach zu meiden. Mir ist jetzt, ich will jetzt auch nicht groß reden, ich bin jetzt auch erst knapp seit 3 Wochen hier und mir ist wirklich noch nichts passiert und ich will jetzt, wie gesagt, nicht groß reden, aber ich habe da jetzt wirklich nichts Schlimmes gesehen. Natürlich fahren hier manchmal die Polizei mit MGs rum und da denkt man schon, wow, krass, aber ich denke mal einfach, Polizei bedeutet auch mehr Sicherheit und ja, wie gesagt, ich denke mal, viele Situationen sind vermeidbar und am besten immer vorher informieren. Aber was ich jetzt zu Cancun, Playa del Carmen und Tulum sagen kann, nicht so gefährlich oder überhaupt nicht gefährlich. Und vielleicht sollte man auch jetzt nicht unbedingt nachts am Strand abhängen oder so. Das ist ein Freund von mir, der Dennis, Grüße von hier aus, der hat 2 Jahre hier gelebt. Der meinte zum Beispiel auch, ja, ich soll jetzt nicht unbedingt nachts irgendwie am Strand rumhängen, aber ich mache das eh nicht. Von daher, ich habe kein Problem damit und ihr solltet auch kein Problem damit haben. Ich erwähne das jetzt hier alles deswegen, weil ich glaube, viele in Deutschland haben Angst, Urlaub in Mexiko zu machen, beziehungsweise trauen sich nur Pauschalreisen in Mexiko zu machen und eigentlich nicht berechtigt. Ihr könnt schon Urlaub machen hier. Zum Beispiel die Reisekultur, der Dennis, der organisiert 3 oder 4 Mal im Jahr. Ich blende jetzt auch hier unten die Termine ein. Der organisiert 2 Wochen jeweils immer solche Touren in Mexiko. Sein Motto lautet, mach nicht Urlaub in Mexiko, sondern lebe wie die Einheimischen, lebe wie die Mexikaner 2 Wochen. Und ist sehr empfehlenswert. Ich würde euch empfehlen, das mal anzuschauen, euch zu informieren. Schaut mal auf Facebook und schreibt mal Reisekultur. Ich blende es mal unten ein. Beziehungsweise ruft ihn mal an. Ihr könnt euch mal ein paar Ratschläge von ihm holen.
Ja, Freunde, die Sonne ist jetzt auch schon wieder unten und ich würde sagen, das war's für heute. Ich lasse jetzt mal den Tag hier ausklingen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, euer Bohrer von Reisebus. So, dann haben wir für heute jetzt genug geredet. Jetzt würde ich sagen, wir haben über 20 Uhr, jetzt ist schon 20:30 Uhr, es ist dunkel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen raus und ich laufe mal Richtung Zentrum und zeige euch weitere Eindrücke. Und zwar von den Straßen von Playa del Carmen. Okay, see you. It's the sound of police.